Eine giftige Babyklapperschlange und eine giftige Mokassinotter. Babyschlangen zwar, doch ihr Biss ist tödlich. In diesem Pappkarton lagen die Reptilien vor der Tür von Steffen Hollrichers Auffangstation für Reptilien in Weiterstadt. Ihr hört ein Geräusch, das Rasseln einer Klapperschlange. Ich hatte den Karton unten aufgeschnitten, habe den Karton so geöffnet. In dem Moment kam das Geräusch. Und da habe ich mich zu entschlossen, nach hinten einen Schritt zu gehen mit meinem Schlangenhaken. Das Paket vorsichtig doch aus der Ferne zu öffnen, damit ich ein bisschen Abstand zu dem Paket habe und den Deckel zu lüften. Und da kam die Erleichterung, dass doch diese 2 Boxen noch verschlossen waren. Die Kiste sieht von außen harmlos aus. Sie ist beschriftet. Dass da tödliche Gefahr lauert, steht aber nicht drauf. Das Wichtigste wäre eigentlich, dass wenn auf dem Karton gestanden hätte, was drin wäre. Dann wäre von Anfang an diese ganze Situation ein bisschen entspannter gewesen. So bin ich da in diesen Karton gegangen, wusste überhaupt nichts, wusste, oh, lebende Tiere, da hätte sonst was drin sein können, da hätte ein Igel drin sein können. Aber nein, es waren 2 tödliche Tiere. Zum Glück lagen die Schlangen vor der Tür eines Experten. Doch der ist ziemlich sauer. Ich glaube, ich will es mir gar nicht ausmalen. Natürlich hat man dieses Szenario durchgespielt, was wäre, wenn? Ne? Was wäre, wenn diese Kiste irgendwo an einem Kinderspielplatz rausgeschmissen worden wäre? Ne? Da die Babyschlangen ihr ganzes Gift auf einmal bei einem Biss absondern, sind sie besonders gefährlich. Sie privat zu halten, ist nicht erlaubt. Wir dürfen in Hessen überhaupt keine Gifttiere halten. Das wird der Grund wahrscheinlich sein, warum sie hier ausgesetzt worden sind. Die Strafe beläuft sich auf 5.000 € für Tiere, die illegal gehalten werden. Warum die Schlangen ausgerechnet vor seiner Tür lagen, ist dem Reptilienspezialisten klar. Da wollte irgendjemand einfach dem Gesetz ein bisschen aus dem Weg gehen und ohne, dass er belangt wird. Ne? Und deswegen hat er die still und heimlich da abgelegt und ist aus dem Schneider. Das ist meine Meinung. In der Reptilienauffangstation von Steffen Hollricher sind noch viele andere Reptilien untergebracht. Demnächst kommen Veterinäre, um zu entscheiden, was mit den beiden giftigen Schlangen aus dem Päckchen passieren soll. Ich hoffe natürlich, dass die Schlangen hier bei mir bleiben. Ja? Nicht aus dem Grund, weil ich es toll finde oder cool oder was weiß ich was. Ich weiß, dass sie es hier gut haben. Ja? Die sind in einem separaten Raum drin, die Terrarien sind gesichert. Und allein nur der Welt auch mal zu zeigen oder der Menschheit auch mal zu zeigen, nicht jede Schlange, nicht jedes Reptil ist böse. Es wird immer dargestellt, als ob jedes Reptil böse ist. Das stimmt nicht. Sollte der Vorbesitzer der Schlangen ermittelt werden, so muss er mit einer Anzeige rechnen. Und zum Glück hat keine der Schlangen beim Auspacken zugebissen. Aber wirklich. Schönen guten Abend. Petra Kipper, Referentin für Tier- und Naturschutz aus Rottgau. Sie haben auch eine Wildtierauffangstation. Das war jetzt vielleicht ein besonders krasser Fall, weil es ja tatsächlich auch Giftschlangen waren und verbotene Tiere damit. Aber Sie sagen, im Moment werden ganz viele Exoten abgegeben. Warum ist das so? Also wir beobachten seit Jahren, auch anhand unserer Bestandsbücher, dass vermehrt, wenn natürlich vermehrt Tiere verkauft werden, auch vermehrt der Bedarf ist, dass Tiere untergebracht werden müssen. Und da hängt es ein bisschen, nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundesländern. Und dann werden natürlich vermehrt auch Tiere ausgesetzt oder wirklich bei Leuten, die nichts mit Tieren zu tun haben. Also auch dort werden Tiere vor die Tür gestellt. Den Fall hatte ich neulich auch. Und ein Grund ist zum Beispiel, dass die Energiekosten so hoch sind und manche von diesen Tierchen mögen es einfach muckelig warm. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wen wir hier im Studio haben. Das ist eine Bartagame. Genau. Ist auch abgegeben worden bei Ihnen? Ja. Und die ist echt, müssen wir mal sagen, weil die sitzt so still. Ich habe ja versprochen, ich bringe jemand Kooperatives mit. Ja, sehr kooperativ. Ja, jetzt hat sie sich bewegt. Genau. So, die ist zu Ihnen gekommen. Was kostet es denn, so ein Tier zu halten? Also aus Kostengründen wollte die jemand wieder loswerden, weil er sich sozusagen verhoben hat. Was kostet es, wenn man so ein Tier zu Hause halten will? Also es kommt natürlich auf die Art an. Also die Bartagame ist ja jetzt nun mal ein Wüstenbewohner. Sie müssen natürlich schauen, die Tierart, die sich jemand anschafft, aus welcher Region kommt die ursprünglich? Ja? Ist es ein Dschungelbewohner? Ist es ein Wüstenbewohner? Aus welchen Regionen der Erde kommt ursprünglich das Tier? Und dementsprechend kommt es natürlich auch an, wie entsprechend die Stromkosten sind. Ja, ob ich UV-Spot
welche UV-Röhren oder Spots ich brauche, Wärmespots, kommt jemand aus dem Bereich Regenwald, Vernebelung oder Regenanlagen. Also das muss ich ja alles anschaffen und dann eben auch unterhalten. Also das kostet irgendwie dann schon eine Menge und das unterschätzen viele. Muss ich denn eigentlich, wenn ich sowas zu Hause habe, das irgendwo anmelden oder kommt vielleicht auch jemand mal gucken, ob ich das artgerecht halte? Es kommt auch wieder auf die Art an. Okay. Also da gibt es das Washingtoner Artenschutzabkommen. Da stehen allein über 5.600 geschützte Tierarten drauf weltweit. Da hat in den 1996 war das auch Deutschland unterschrieben. Gilt aber auch für geschützte Pflanzenarten. Da gibt es aber verschiedene Anhänge. Ist jemand stark geschützt? Weniger stark geschützt und dann kommt es darauf an, ob ein Tier meldepflichtig ist. Also was wir ganz häufig haben, ich habe heute auch noch mit Markus von der Reptilienstation in München gesprochen und die haben ja auch das gleiche Problem natürlich oder auch Uwe in Nordrhein-Westfalen. Das sind natürlich auch vorwiegend geschützte Arten, wie zum Beispiel griechische Landschildkröten. Oder das, was eben vermehrt auf den Reptilienbörsen angeboten wird. Okay, da sind Sie ja oft auch unterwegs. Also Ihrer Erfahrung nach, sehen Sie da viel, was eigentlich nicht erlaubt ist oder was Sie nicht in Ordnung finden? Da ist einiges, was nicht nur ich nicht in Ordnung finde. Also es ist natürlich so, dass diese Richtlinien, die für Tierbörsen gelten, Richtlinien sind. Und da wäre es wünschenswert von der Bundesregierung, also dass das Ganze auf Bundesebene stattfindet, dass da Gesetze herkommen. Also was man ja gar nicht weiß, ist, dass Deutschland EU-weit der größte Importeur und Absatzmarkt für lebende Wildtiere ist. Das Nein, wusste ich vorher nicht. Ist auch nicht richtig. Ist auch nicht richtig. Ist auch nicht richtig. Okay. Wir haben am Frankfurter Flughafen den größten Umschlagplatz. Stimmt, ich hätte nämlich gesagt, so, das liegt bestimmt an Frankfurt. Ne? Das liegt natürlich an dem Umschlagplatz des Frankfurter Flughafens, was aber nicht heißt, dass hier Deutschland der größte Importeur ist. Es kommen ja ganz viele Tiere eben aus Asien, Australien, Afrika. Das ist ja, und dann wird ja noch differenziert, geht das in den Reptilienhandel oder geht es in irgendwelche Lederverarbeitungsbetriebe. Okay, also die Sache ist komplizierter, als man denkt. Ganz wichtig ist, dass man sich vorher wirklich kundig macht und kundig ist. Das ist nicht einfach immer so, dass das Tierchen da so ruhig sitzt. Das hat viele Bedürfnisse, die, wenn man sich sowas anschafft, erfüllt werden müssen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Dankeschön. Also, viele exotische Tiere brauchen Wärme und sie fallen ganz klar aus dem Energiesparprogramm raus, was im Moment vielleicht jeder zu Hause fährt. Wenn Sie über die Anschaffung einer Schlange oder einer solch hübschen Bartagame, wie wir sie heute hier hatten, nachdenken, nehmen Sie ein Tier zum Beispiel aus einer Auffangstation, da tun Sie ein gutes Werk. Ansonsten gilt eigentlich, das sind Wildtiere. Sie artgerecht zu halten, geht nicht wirklich und auch der Handel ist höchst problematisch.